So, ich begrüße Sie zum heutigen Webinar von 40Right Pro. Zuerst mal die Funktionen von GoToWebinar. Ich öffne hier kurz ein Bild. Sie sehen hier auf der rechten Seite Fragen. Sie können während des Webinars Fragen stellen, diese hineinschreiben und meine Kollegin Regula Schalla wird sie dann gerne beantworten. Möglicherweise können wir dann am Schluss noch vom Webinar diese Fragen zusammen im Plenum besprechen. Genau. Nicht zu vergessen von mir, mein Name ist Remo Gempeli und ich gebe gleich weiter an Regula Schalla. Herzlich willkommen auch von mir. Wie Remo bereits gesagt hat, werde ich mich heute um Ihre Fragen kümmern. Ich werde versuchen, die Fragen direkt im GoToWebinar zu beantworten. Wenn ich sehe, dass sehr viele User die gleichen Fragen stellen, dann werden wir am Ende des Webinars diese Fragen zusammen anschauen. Wenn es Fragen gibt, die ich im Moment noch nicht beantworten kann, werde ich die Fragen zu einem späteren Zeitpunkt direkt per E-Mail beantworten. Ja, Dankeschön, Regula. Das Webinar selbst sollte ungefähr 30 Minuten dauern, mit möglicherweise bis 45 Minuten, wenn viele Fragen natürlich da sind. So, ich werde jetzt dann meine Webcam ausschalten, damit Sie bei mir fokussiert auf den Bildschirm schauen können. So, ich öffne jetzt als erstes mal die neue TimeSensor Demo-Version. Alle Daten, mit denen wir heute arbeiten, sind frei erfunden natürlich. Sie sehen hier eine Mandatsmappe vom Herrn Michael Muster und der Mandant ist Ivo Körtig und das Mandat ist Scheidung. Zuerst mal, was ist 40Right Pro? 40Right Pro ist die neue Version von 40Right, wie Sie die meisten jetzt schon kennen. Es ist ein Dokumentenverarbeitungstool. Aus technischer Sicht für uns ist 40Right Pro nun nicht mehr ein Plugin, sondern ist jetzt fest eingebaut, was für uns einen Vorteil bezüglich der Entwicklung und uns mehr Macht gibt in der Entwicklung. 40Right Pro wird zusammen mit der neuen Datenbankversion V17 von TimeSensor ausgeliefert und ist bald erhältlich. Ich arbeite hier mit dem Betriebssystem Mojave, also als Info. Gut, dann wollen wir gleich mal einen Entwurf öffnen. Wie gesagt, ich bin hier in der Mandatsmappe drin, bei den Entwürfen. Erstelle einen neuen Brief als Vorlage. Klicke auf Entwurf und hier haben wir diesen Entwurf. Wie Sie sehen, sieht man gleich auf den ersten Blick, es sieht um einiges anders aus als 40Right, also wie vorher. Was neu ist, auf jeden Fall, sind Tabs, wie Sie hier sehen. Wir haben zum einen hier Start, wo Sie eigentlich alle Einstellungen bezüglich der Textverarbeitung einstellen können, also Schriftart, Schriftgröße, Druckeinstellungen, Seiteneinstellungen und auch noch Rahmen. Dann haben wir Einfügen und Ansicht. Hier können wir, wie Sie es bereits schon kennen, die verschiedenen Modi ändern, Entwurfmodus. Dann haben wir weitere Ausdrücke, Hilfsausdrücke, wie beispielsweise Seitennummern hinzufügen, Seitenzahlen, Datum, Zeit, Ausdrücke, 4D-Write Ausdrücke anzeigen, diese einfrieren oder berechnen. Hier dann weiter noch Spaltenumbrüche, Zeilenumbrüche oder Absatzumbrüche einfügen. Dann hier das ist neu, das ist ein Bild-Icon. Hier kann man neu jetzt Fotos in Dokumente einfügen. Das lohnt sich vor allem, wenn man Weihnachtskarten oder andere Karten versendet. Dann bei Rendern kann man hier wirklich viele Einstellungen durchführen, wie man sein Dokument anpassen möchte. Bilder, hier kann man dann noch die Bilder anpassen, vor oder hinter im Hintergrund.
Genau, dann noch zu Spelling und Grammar. Hier haben wir Funktionen wie Rechtschreibprüfung, die ist jetzt hier aktiviert, das sieht man, oder Autokorrektur, hier ein Icon, so als T-Pex. Dann noch der Rechtschreibdialog. So, jetzt wollen wir aber mal eine neue Vorlage stellen, beziehungsweise eine Vorlage bearbeiten. Ich schließe diesen Entwurf mal mit Verwerfen. Da gehe ich hier auf das Plus, das Zahnrädchen, dann wähle ich Brief aus, bearbeiten. Es öffnet sich der Vorlageneditor. Ich klicke auf Brief, hier nochmal Brief. So. Was jetzt noch neu ist, auch ein neuer Tab, den man nur in dem Vorlageneditor sieht, ist der Tab Ausdrücke. Vorhin ging es so, dass man eigentlich über Einfügen for the right Ausdruck geklickt hat und dann eigentlich musste man die Ausdrücke hier reinschreiben mit Klammern, Anführungszeichen, Semikolons, was sehr, würde ich mal sagen, fehleranfällig war. Neu unterstützt Spotify Pro eigentlich die Shortcuts. Das sind eigentlich schnelle Bewegungen, dass man jetzt beispielsweise hier auf Address Insert klicken kann und dann hier direkt die Argumente reinschreiben kann, ohne dass man jetzt irgendwelche Klammern oder sonst was reinschreiben muss. Das Spotify Pro erkennt dann den Ausdruck und wird ihn dann korrekt auch hinterlegen. Wir wollen jetzt gleich eigentlich mal so einen Ausdruck erstellen, beziehungsweise 4, um dieser Brief mal ein bisschen anzupassen. Dazu beginnen wir hier mit diesem Icon. Wenn wir hier draufklicken, öffnet sich das, Sie sehen es gleich, das Reference Manual von den For the Right Ausdrücken. Man muss sich mühselig noch das Dokument suchen, wo man es gespeichert hat oder neu auf der Trainingsplattform runterladen, sondern man kann direkt aus dem Vorlageneditor dieses öffnen und dann auch wieder schließen. Wir suchen mal nach einem ersten Ausdruck. Wir haben einen Brief. Wir können hier mit Command F für Mac-User und für Windows-User wäre das Control F schnell suchen. Sie sehen hier oben rechts, das Suchfeld. Ich suche mal nach Case. Ich werde jetzt genau so. Es gibt natürlich einige Orte, wo Case vorkommt. Schauen wir mal. Genau, hier, Case Insert. Das ist ein möglicher Ausdruck. Hier steht das noch beschrieben, was Case Insert eigentlich bedeutet. Das gibt eigentlich Informationen zum aktuellen Mandat da. Wir wollen jetzt beispielsweise den Namen, also beziehungsweise die Anschrift des Mandanten von diesem Mandat anzeigen lassen auf dem Brief. Hier oben sehen Sie, hier steht jeweils, was für Argumente in diesem For the Ausdruck gewünscht werden. Wir brauchen einen Befehl und alles andere ist eigentlich nicht zwingend nötig. Man kann es, aber es ist nicht zwingend nötig. Jetzt brauchen wir eigentlich nur mal den Namen bzw. die Adressanschrift. Wir suchen mal hier bei, wäre das unter Client. Das wäre, gib die 5-zeilige Adressetikette der Hauptadresse zurück. Das würde dann so aussehen. Dann nehmen wir Client plus Label. Also wir haben hier den Befehl zum einen. Als zweite die Option Label. Wir gehen nochmal hoch, wie das aufgebaut werden muss. Befehl, danach Option. Das andere lassen wir mal aus. Also jetzt
schließen wir das mal und versuchen mal diesen Ausdruck einzufügen. Wir wählen dann Case Insert, wie besprochen. Als erstes Argument haben wir gesagt Client. Das zweite Argument bzw. die Option wäre dann Label. Wir sagen dann Ausdruck einfügen. Wie Sie sehen, hat FortiRight Pro das direkt so erstellt, ohne dass Sie wirklich mühsam jetzt irgendwie Klammern und so einstellen können müssen. Genau. Dann fügen wir noch weitere Fehler hinzu. Wir öffnen nochmal das Dokument. Wir gehen jetzt auf die Seite 34. Genau. Und hier geht es um den Ausdruck Gen Insert. Also das heißt Informationen zur aktuellen Entität, die Kanzlei, also wir selbst. Hierzu möchten wir eigentlich mal im Brief anschreiben, das Datum und Ort, wann der Brief erstellt wurde. Dazu schauen wir mal, brauchen wir Letter Date. Das heißt, hier gibt Ort und Datum in der gewünschten Sprache zurück. Hier als Beispiel, wie es stehen könnte, Frankfurt, 20. März 2012. Wir wählen also Letter Date als Option, also das zweite Feld. Steht hier City, also wir können die Stadt auswählen. Und wir gehen nochmal hoch, wie das Ganze aufgebaut werden muss. Wir sehen hier Befehl, aber die Option, also die City, kommt erst an dritter Stelle. An zweiter Stelle ist hier der Sprach-ISO-Code. Das wäre jetzt in unserem Fall Deutsch, also DE. Wir suchen das mal auszuprobieren. Also wir haben gesagt Letter Date, DE und als Option Luzern. Luzern ist, wo wir gerade hier das Webinar halten, in der Schweiz. So, also Gen Insert, wie gesagt, Letter Date, DE und als drittes Argument nehmen wir, wie gesagt, Luzern. Dann fügen wir diesen Ausdruck mal ein. Direkt wurde es erstellt. So, fügen wir noch einen letzten Ausdruck ein. Oder wir können auch noch einen weiteren hinzufügen. Und dazu öffnen wir nochmal das Dokument. Wir wollen jetzt nochmal ein Case-Info hinzufügen. Da waren wir schon. Genau. Hier an letzter Stelle gibt es noch den Lead-Text und Trail-Text. Das ist eigentlich der frei beschreibbare Text, welchen Sie eigentlich in den Ausdruck hinzufügen wollen. Lead-Text, wie es der Name eigentlich schon sagt, kommt vor den Ausdruck, wenn Sie hier was reinschreiben, und Trail-Text ist danach. Wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, es geht um das Mandat Doppelpunkt, was jetzt eigentlich der Lead-Text wäre, und danach den Mandatsname, den wir mit dem FortiWrite-Ausdruck aus Time-Sensor holen. Und die Frage ist jetzt, wir könnten wahrscheinlich den Befehl hier eingeben, aber was passiert mit der Option und Sprach-ISO-Code? Können wir den einfach freilassen oder müssen wir jetzt hier noch Klammern reinschreiben und so? Und schauen wir gleich mal, was passiert. Also wir brauchen Case Name, gibt den Namen des Mandats zurück, hier als Beispiel. Und dann, wie gesagt, als Lead-Text schreiben wir jetzt Mandat Doppelpunkt. Wir schließen das mal. So, dann wählen wir hier, wie gesagt, Case Insert aus. Erstes Argument Name. Oh, so. Zweites Argument war ja der ISO-Code. Den können wir eigentlich leer lassen. Versuchen wir es mal. Das dritte Argument, die Option, brauchen wir auch keine. Das vierte Argument, Freitext. Versuchen wir es mal. Mandat, Doppelpunkt, noch einen Abstand rein. Ausdruck einfügen. Wie Sie sehen, hat jetzt FortiRight Pro dies
automatisch erkannt, dass diese leer sein werden, damit wir hier das so erstellen konnten. Dann als letztes noch mit freundlichen Grüßen noch vielleicht der Name der Kanzlei. Das können wir über Gen-Insert, wäre das einfach Name. So. Dann wollen wir mal ein Foto noch hinzufügen. Jetzt für einen Brief ist es jetzt nicht zwingend nötig, aber ich möchte das trotzdem einmal zeigen. Wie gesagt, für Weihnachtskarten oder sonstige Karten kann man diese wirklich gut brauchen. Hier einfach auf das Icon klicken. Danach kann man dies frei wählen, wo man dieses Bild holen will. Man kann auch PDFs hinzufügen. Ich habe jetzt hier einfach ein Beispielbild genommen, öffne dieses. Jetzt ist dies ein bisschen zu groß. Dann kann ich hier schön anpassen. Die Seite passt sich automatisch auch an. Machen wir jetzt ganz klein. Jetzt unter Bilder könnte man hier noch Einstellungen übernehmen. Aber für mich passt jetzt das so. Gut, dann wollen wir uns doch mal ansehen, ob dies auch wirklich so aussehen wird, wie wir uns das so vorstellen. Ich klicke mal auf OK, nochmal OK, dann wird diese Vorlage gespeichert. Ich will jetzt bei diesem Entwürfen dieser Brief jetzt öffnen, klicke auf Entwurf. Wie man sieht, die Anschrift stimmt. Luzern, 1. April 2016. Dieses Datum wird jetzt hier angezeigt, weil es sich um eine Demo-Version handelt und natürlich immer das gleiche Datum angezeigt wird. Mandat Scheidung, das Foto ist auch drin, mit freundlichen Grüßen, Muster und Sample Rechtsanwälte, jetzt hier von der Demo-Version. Also hat das wirklich geklappt. Oder hat es noch ein, dann nehmen wir nur zurück, dass es schön auf einer Seite bleibt. Dann, wer möchte, könnte man jetzt noch bei Spelling und Grammar die Fehler kontrollieren. Aber jetzt für unseren Fall sieht es eigentlich gut aus. Dann schließen wir mal diesen Entwurf und speichern ihn. Wir nennen jetzt mal Brief Webinar. Okay, dann klicke ich nun auf Speichern. Dieser ist jetzt hier drin. Jetzt gibt es noch eine super tolle neue Möglichkeit, neue Funktion in 4D Write Pro. Man kann einen Entwurf per Drag and Drop auf den Schreibtisch oder bei Windows auf den Desktop ziehen, um daraus eine Word-Datei zu erstellen. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht. Sie müssen den Entwurf anwählen, die gedrückte Alt-Taste klicken, danach den Entwurf nehmen, auf Alt bleiben und dann loslassen. Et voilà. Hier sehen Sie Brief-Webinar. Wir wollen das mal öffnen, ob das wirklich so auch so stimmt. Jetzt öffnet sich Word. Genau. Hier sehen Sie, konnten wir jetzt einfach aus einem 4D-Write Entwurf einen Word-Entwurf erstellen. Nun ist es aber so, wenn wir jetzt natürlich hier Änderungen anfügen, dann wird das nicht direkt gespeichert, weil, wie gesagt, wir haben ein Drag and Drop gemacht, wir haben das eigentlich eine Kopie auf den Schreibtisch gespeichert. Also wenn Sie hier direkt Änderungen durchführen, werden Sie das natürlich im Entwurf nicht sehen, in Time Sensor. Also wir können es mal ausprobieren. Ich schreibe jetzt mal Test 1, 2, 3, speichere das. Natürlich wird jetzt das nur auf meinem Mac jetzt hier gespeichert. Schließe das, öffne den Entwurf und ja, genau. Es steht also nicht jetzt Test 1, 2, 3 drin, sondern genau. Aber es ist wirklich eine coole Sache, weil man kann jetzt wirklich aus 4D Write Dokumenten wirklich mit kleinen Handgriffen ein
Word-Dokument erstellen. Genau. Das lohnt sich auch vor allem, wenn man diesen Entwurf jemandem schicken will zur Prüfung und wenn er direkt auch Kommentare reinschreiben will oder direkt Änderungen reinschreiben will, dann kann er dies machen. Das geht halt mit einem 4D Pro Dokument nicht, wenn halt jemand anderes das Time Sensor Programm nicht hat. Wenn der dann bearbeitet wurde, kann man den dann auch wieder reinziehen. Es wird dann ein neuer Entwurf erstellt. Wir nennen es den mal Brief-Webinar 2. Sagen speichern und jetzt sind natürlich beide drin. Man kann dies auch erkennen halt beim Erstellungsdatum, bzw. Bearbeitungsdatum, wer der neuere ist. So, ja. 4D Pro bietet jetzt gegenüber Word viel mehr Vorteile an in Hinsicht auf Time Sensor Legal. Alleine die Rechnungsstellung wird in 4D Pro ohne Probleme abgehandelt. Es gibt viele Ausdrücke, viel mehr Ausdrücke als bei Word, im Word-Makro. Und ich empfehle hier wirklich mehr darauf zu arbeiten. Es lohnt sich wirklich und ich bin auch gespannt, was in Zukunft dazukommen wird. Viele neue Entwicklungen, wie auch gesagt, mit 4D Pro wird es auch einfacher gehen. Ja, da bin ich sicher gespannt. Und das wäre so hier von mir. Ich würde gleich zu Regula Schaller rüber schalten und fragen mal, was das sich so für Fragen gebildet haben. Regula? Also eine Frage, die du vielleicht beantworten könntest, wäre, was wird in Zukunft passieren mit den bereits bestehenden Word-Vorlagen, die die Kanzleien bereits mit dem Makro erstellt haben? Müssen die jetzt ins 4D Pro umgeschrieben werden oder können die weiterhin benutzt werden? Ja, sehr gute Frage, Dankeschön. Nein, also Sie können nach wie vor weiter mit dem Word-Makro von Time Sensor arbeiten. Die Vorlagen funktionieren genauso. Das Einzige, was neu ist, ist wirklich das 4D Pro. Die neue Version von 4D. Und hier ist einfach wirklich der Vorteil, dass Sie keine weiteren Schritte brauchen. Sie brauchen kein Word mehr, Sie brauchen auch kein Zusatzprogramm, sondern es ist alles in der Software drin. Genau. Also vielleicht noch ein Kommentar von meiner Seite hierzu. User, die sich ausgiebig mit 4D beschäftigt haben und die auch Word-Vorlagen gemacht haben, haben vielleicht bereits gemerkt, dass es für 4D-Vorlagen viel mehr Möglichkeiten gibt. Also Sie können in Time Sensor viel mehr Felder ansprechen. Sie können viel komplexere Ausdrücke bauen als in Word. Der Nachteil bis jetzt war natürlich, dass 4D so ein bisschen, naja, die User waren es halt nicht gewöhnt. Normalerweise arbeitet man ja in Word. Und als User ist man es gewöhnt, seine Texte in Word zu schreiben. Da ist 4D oder da war 4D vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Coole jetzt ist, dass Sie sehr komplexe Vorlagen machen können in 4D. Also Sie können jetzt zum Beispiel auch Ausdrücke einfügen, die sich auf das Geschlecht des Mandanten oder eben der Mandantin beziehen. Und den Usern dann sagen, ihr könnt diese Vorlage trotzdem als Word benutzen und in Word bearbeiten. Die Felder, die drin sind, werden auch von 4D Pro abgefüllt. Also das ist wirklich, das ist ziemlich nützlich, dass der User jetzt in Word arbeiten kann, obwohl die Vorlage in 4D erstellt worden ist. Sie haben viel
viel mehr Möglichkeiten, als wenn Sie mit dem Word Makrovorlagen erstellen. Sie können aber natürlich, wie Remo gesagt hat, mit beidem weiterhin arbeiten. Also das ist kein Problem. Nur weil es Genau, jetzt eine neue 4D-Write Pro Version gibt, heißt das nicht, dass Sie von Ihren Word-Vorlagen also dass Sie von den Word-Vorlagen zu 4D-Write wechseln müssen. Absolut nicht. Das steht Ihnen immer noch frei, welches Textverarbeitungsprogramm Sie benutzen. genau. Ja, da lohnt sich wirklich mit der neuen Version 17 dann mal einen Blick darauf zu werfen, vor allem die bisher mit Word gearbeitet haben. Ja, man kann dann wirklich auch Zeit sparen, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt noch eine weitere Frage. Im Vorlagen-Editor gab es neben dem Icon, von welchem du das Referenzmanual geöffnet hast, gab es noch einen weiteren Button. Kannst du den Genau, vielleicht noch zeigen, was der genau, macht? genau, das habe ich fast vergessen. Ich öffne mal die Vorlageneditor nochmals. Hier in den Briefen Ausdrücke, dann dieses hier. Wir können es gleich mal schauen. Also klickt darauf, öffnet das YouTube-Video, E7 mit 4D-Ausdrücken, Daten, Vorlagen einfügen. Also wenn man mal ein bisschen stehen bleibt, nicht mehr weiß genau, wie das geht, kann man als erstes mal das Video öffnen, mal wieder ein Video schauen, das dauert 12 Minuten, sehr gutes Video. Und wenn das so ein wenig klappt, dann kann man danach noch, wie gesagt, auch die Ausdrücke selbst öffnen. Und da hat man mit diesen 2 Tasten ist man eigentlich gut vorbereitet, würde ich sagen. Genau, und dieser neue Tab dort, diese Erneuerung fängt auch ein bisschen Userfehler auf, die in der Vergangenheit oft gemacht worden sind und die dann eine Vorlage vom korrekten Arbeiten hindern konnten. Also zum Beispiel, wie Remo gesagt hat, wenn man einen Ausdruck nicht genau richtig reingeschrieben hat, wenn man ein ein Anführungszeichen vergessen hat oder wenn man eben vergessen hat, dass man den ISO-Code noch reinschreiben sollte oder wenn man einen Trail-Text eingefügt hat, aber beim Lead-Text kein Anführungs- und Schlusszeichen eingefügt hat und so weiter. Das wird jetzt mit diesem neuen Feature hier alles abgefangen. Also wenn Sie die Ausdrücke richtig schreiben, die Wörter, die Sie einfügen wollen, dann können Sie hier eigentlich fast keine Fehler mehr machen. Genau. Also Sie haben wirklich, es wird einfacher, 4D-Write-Vorlagen für Ihre User zu programmieren. Und ich bin mir fast sicher, dass Sie mehr Spaß daran haben werden mit diesem coolen Tab hier, mit diesen Ausdrücken. Dann können Sie auch direkt sehen, was gibt es, was kann ich einfügen. Sie sehen zum Beispiel Inf-Insert und Sie wissen, okay, Inf-Insert, das sind rechnungsbezogene Informationen. Sie tippen im Referenzmanual einfach ein Inf-Insert und schon springt das Dokument automatisch zu der Seite. Also es wird wirklich einfacher, 4D-Write Pro Vorlagen zu programmieren. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst. Das sind im Moment alle Fragen, die bei mir eingegangen sind. Mhm. Ähm, Ja, Sie wie können auch ges gerne nach dem Webinar noch Fragen stellen auf der Hotline. Also wir sind da wirklich froh drum und auch Feedback und wir würden gerne auch da unsere Antwort dazugeben. Gut. Gut, dann schalte ich noch kurz die Webcam nochmals ein. So, ja, ich bedanke mich für das Zuhören. Ich danke, dass so viele erschienen sind und bis bald. Wiedersehen.